sicherlich berühmteste Darstellung der Sonne in der gesamten Vorgeschichte findet sich auf der Himmelsscheibe von Nebra. Daneben findet sich ja ein Sichelmond und dahinter die Sterne. Wir haben dort ein komplexes Himmelsbild, das letztlich kalendarische Funktionen ermöglicht und mehrfach verschlüsselt ist und ein raffiniertes kosmologisch-intellektuelles Konzept birgt. Es gibt natürlich schon davor und auch später Sonnendarstellungen. Die Sonne spielt in der Vorgeschichte natürlich eine herausragende Rolle. Die Sonne als lebensspendend und zentral, als wärmend, als sterbend im Winter und wieder geboren und das Leben wieder erweckend im Sommer. Nicht umsonst gibt es in den frühen Hochkulturen so viele Sonnengötter, angefangen von Ägypten, wo es schließlich mit Aton sogar einen reinen monotheistischen Sonnengott gibt, unter Amenophis IV., aber auch in den vorgeschichtlichen Kulturen. Und dass die Sonne auch in den vorgeschichtlichen Kulturen eine herausragende Rolle spielt, sehen wir an der sogenannten Schönfelder Kultur, einer Kultur direkt vor der Himmelsscheibe. Die Himmelsscheibe wird so etwa um 1800 vor Christus gefertigt worden sein, 1700 vor Christus möglicherweise spätestens. Und die Schönfelder Kultur ist eine der Vorläuferkulturen von Auniettitz, der Kultur, der die Himmelsscheibe angehört. Die Schönfelder Kultur ist nach einem Fundort benannt. Das größte Gräberfeld stammt von Kleinmöhringen. Es wurde 1931 entdeckt. Und eine der Schalen habe ich nun hier in der Hand. Und diese Schalen dienten dazu, den Leichenbrand der Toten aufzunehmen. Der Tote wurde in dieser Kultur verbrannt, in die Schale gelegt als Leichenbrand und abgedeckt. Es gibt dann weitere Beigabengefäße, ebenfalls Schalen, nicht immer, aber ab und an als Mitgabe. Und wir sehen hier auf der Rückseite der Schale Strahlenkränze, die mit Knochenpfriemen eingestochen wurden und in der Mitte einen Omphalos, eine runde Vertiefung. Und es ist unschwer zu erkennen, dass das eine auf- oder untergehende Sonne zeigt. Und Sie sehen hier zwei Ösen, wo ich mit den Zeigefingern hinzeige. Und diese beiden Ösen waren zur Befestigung. Und das zeigt Ihnen, dass die Schale tatsächlich so an der Wand oder an der Decke und dann im Freien baumelnd aufgehängt waren. Man sah also sozusagen immer die Sonne. Und Sie sehen auch, dass diese Keramik fantastisch behandelt wurde. Sie ist nach dem ersten Brand poliert worden, sodass sie eben so wunderbar schimmert und vor allem so glatt ist. Natürlich waren diese Sonnenstrahlen eingelegt mit einer weißen Inkrustation, die wir nur noch in geringen Resten finden. Man muss sich vorstellen, dass auf dieser braunroten Schale weiße Strahlen emporzeigten und dass die Schale natürlich hing. Die Schale war natürlich ein prächtiger Gegenstand, der im Familienhaus sicherlich eine besondere Bedeutung hatte, vor allem wenn man wusste, dass man möglicherweise später darin bestattet wurde. Wie viel solcher Schalen in einem Haus hingen, etwa für jede Person eine oder gar nur eine einzige vielleicht, und ob die jeweils nur für den Tod angefertigt wurden, wissen wir im Einzelnen nicht. Aber eins wissen wir: Sie waren eindrucksvoll, sie waren auf alle Fälle zum Zeigen gedacht, möglicherweise auch im Zuge des Totenrituals, sonst hätten wir diese Henkel hier nicht am Rande der Schalen. Das Auffällige und besonders Bedeutsame ist und auch ungewöhnlich ist, dass die Toten der Schönfelder Kultur in diesen Schalen bestattet wurden, und zwar ihr Leichenbrand. Das bedeutet, die Schönfelder wurden verbrannt auf einen großen Scheiterhaufen, so wie man das heute in Indien etwa noch macht. Der Leichenbrand wurde aufgelesen, in einer Schale gesammelt und zumeist mit einer anderen ähnlichen Schale abgedeckt. Dabei gewinnt natürlich diese aufgehende Sonne oder auch untergehende Sonne eine besonders symbolische Bedeutung. Sollte es doch möglicherweise zeigen, dass entweder das Leben verloschen ist oder dass das Leben auch wieder weitergeht, indem die Sonne aufgeht. Es würde also einen gleichsam transzendenten Gedanken transportieren, wobei natürlich besonders schön ist,
Wenn zwei Strahlenschalen abdecken, dann haben wir untergehende und aufgehende Sonne in einem. Die Schönfelder sind durch diese Bestattungsart der Brandbestattung im ganzen Neolithikum außergewöhnlich, weil solche Brandbestattungen dort nicht zur Regel gehören. In der Regel wird im ganzen Neolithikum mit wenigen Ausnahmen Körper bestattet. Das heißt, der Tote wird meist in embryonaler Lage auf die Seite gelegt und allein schon die Seite, auf der er liegt, zum Beispiel in Glockenbecher und Schnurkeramik Frauen und Männer, jeweils mit den Köpfen gegenüberliegend. Allein die Seite, auf der die Toten liegen und die Blickrichtung zeigt natürlich die Kultur an. Bei den Glockenbechern ist es so, dass Frauen und Männer nach Osten blicken und bei den Schnurkeramikern ist es so, dass Frauen und Männer nach Süden blicken. Die einen liegen auf der rechten, die anderen auf der linken Seite, genauso wie bei Glockenbechern. Hier in der Schönfelder Kultur, und das ist das Besondere, sind sie eben brandbestattet. Sie sehen, die Sonne als lebensspendender Himmelskörper spielt eine zentrale Rolle. Absolut sichtbar und dauerhaft gezeigt wird dies in diesen wirklich wunderbaren Schalen der Schönfelder Kultur, die in ihrer Eleganz fast japanisch anmuten. Manchmal lohnt es sich auch, Keramik anzusehen. Vorgeschichtliche Keramik ist durchaus attraktiv und spannend, vor allem wenn sie so spannend und interessant und erzählend verziert ist.